Well, that's the drink settled. Now for the food. You'll hear two food terms which you may remember from Unit 9. First, Frikadellen. meatballs. Next, Ein Schnitzel mit Pommes. a schnitzel with chips. And there's a word many Germans use when something is finished or no longer available. Aus. Literally out, which is short for Ausgegangen. run out of. Aus. Möchten Sie etwas essen? Ja, bitte. Ich möchte Frikadellen. Und ich möchte gern ein Schnitzel mit Pommes. Einmal Frikadellen und einmal Schnitzel mit Pommes? Oder vielleicht mit Tomatensalat. Nein. Wie bitte? Tomaten sind aus. Oh, Sie haben keine Tomaten mehr. Dann bringen Sie mir einen gemischten Salat. Ein Schnitzel mit gemischtem Salat oder Kartoffelsalat? Nein, keinen Kartoffelsalat. Gemischten Salat, bitte. Und dazu Pommes. Ja, das ist eine gute Idee. Bitte mit Pommes. Für mich auch. Für Sie auch mit Pommes. Gut. Also einmal Frikadellen mit Pommes und einmal Schnitzel mit Pommes und gemischtem Salat. Ja, richtig. Sehr gut. Und jetzt sind Sie dran. Bitte bestellen Sie etwas zu essen und zu trinken. Now it's your turn. You're going to order something to eat and drink. Listen to the waiter Der Kellner. and order the last thing he suggests. Hören Sie zu, was der Kellner sagt und bestellen Sie, was er als letztes vorschlägt. Zum Beispiel: Guten Tag, die Herrschaften. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee? Tee? Kakao? In der Pause bestellen Sie bitte, was der Kellner Ihnen als letztes vorschlägt. Einen Kakao bitte. Einen Kakao. Ja, natürlich. Einen Kakao. One last thing. At the end of the activity you're about to do, you'll hear the waiter say, Kommt sofort. this is referring to the order you've just given. It means it's coming or it's on its way. Und jetzt sind Sie dran. Und vergessen Sie nicht, And don't forget, bitte zu sagen. Guten Tag, die Herrschaften. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee? Tee? Ein Glas Rotwein? Ein halbes? Ein halbes, okay. Ein halbes bitte. Möchten Sie auch etwas essen? Ein belegtes Brot? Eine Pizza? Einen Salat? Alles klar. Einen Nizza-Salat, einen Tomatensalat oder einen Wurstsalat? Alles klar. Ein halbes und einen Wurstsalat. Kommt sofort. while we're on the subject of food and drink in restaurants and cafes, you'll see all the items available listed on a price list, which by law must be prominently displayed. That's, of course, the menu, Die Speisekarte. which lists all the available items and their price. This normally includes a service charge Das Bedienungsgeld. and VAT, Die Mehrwertsteuer. so you don't need to tip for service. But customers often tend, through force of habit, to leave a few bits of small change or add a tip to the bill. Oh, by the way, do you remember in Unit 3 when we talked about the so-called false friends? Words that sound similar in English and German, but often have completely different meanings? Well, tip is one of those words. The English tip in German is Das Trinkgeld. Aber der Tipp auf Deutsch? is the hint in English. So watch out for those words and don't get them mixed up. One last thing to note is that cafe and Kneipen owners can charge different prices depending on the location of their outlet and the costs they have to pay.
A prime site on a busy thoroughfare, for example on the famous Kurfürstendamm in Berlin, or in a smart cafe in Munich or Hamburg, will charge a lot more for a cup of coffee than a small side street cafe. The same applies to snack bars and cafes in airports or train stations. They often charge higher prices than your local snack bar round the corner. So far, we've been concentrating on what to eat and drink in cafes and snack bars. But as for what to eat and drink in restaurants, well, with the numerous possibilities in Germany, we could be here for days and getting hungrier by the minute. And as you can imagine, there's quite a lot of extra vocabulary. We'll come to some of that vocabulary later in the unit when Jane and Stefan meet up with Sonja at the Augustinerhof. But now let's move on to meal times. Mahlzeiten. One of the great things about cafes and snack bars is that you can enjoy them at virtually any time of the day or evening. With other places, times are rather less flexible. You've already heard a little about breakfast. Das Frühstück. Breakfast, especially in the bigger and more expensive hotels, is sometimes served until 10 o'clock, and often later at the weekend. The next main meal of the day is, of course, Das Mittagessen. lunch. Lunch is generally served from 11:30 until around 2:30. Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr. And finally, for some people, the most important meal of the day, dinner. Das Abendessen. Dinner is usually served from around 6 o'clock or 7 until around 10. Zwischen 18 und 19 Uhr bis etwa 22 Uhr. Here are those words again, beginning with breakfast, Das Frühstück. then lunch, Das Mittagessen. and finally dinner. Das Abendessen. Of course, if you want to eat earlier, it's usually possible to find somewhere for a proper meal, especially when a place bears the name Gaststätte, Gasthaus oder Gasthof. Equally, remember that people in Germany take food and drink seriously. They like to linger over a meal, so service sometimes may seem on the slow side. And by the way, just as German waiters do not expect to be hurried, they don't expect you to hurry either. However, if you are in a hurry, you can say, Ich hab's eilig. I'm in a hurry. That's the short form of, Ich habe es eilig. or if there's more than one person, Wir haben's eilig. Bitte hören Sie nochmal zu und wiederholen Sie. Ich hab's eilig. Wir haben's eilig. continuing with the food on offer, the day's special, Das Tagesgericht. literally the dish of the day. Das Tagesgericht. This usually offers you a good meal at a fair price. Sometimes you can also get Ein Tagesmenü. a set menu, as in France, consisting of soup, dish of the day, and dessert. Those set meals are often good value for money. If you're feeling adventurous, look out for the word Spezialitäten. on a menu. These can be local specialities like Wildgerichte. venison dishes like Hirschbraten. roast stag, Rehbraten. roast roe, or Hasenbraten. roast hare. Of course, you'll find most venison dishes on the menus of restaurants in woodland areas such as the Black Forest. Der Schwarzwald. But you also get venison dishes in towns and cities such as Munich. We'll come back to that when we meet Stefan, Jane and Sonja at the Augustinerhof in Munich. But first, two more. Spezialitäten. Many restaurants offer Pilzgerichte. mushroom dishes, because Germans love to eat many different mushroom varieties like Pfifferlinge. chanterelle or Steinpilze. porcini, which is, of course, an Italian word for a delicious mushroom that is still fairly common on the continent. Other special dishes are popular in Britain too. Fischgerichte. Fish dishes, which may include locally caught fish like trout, Forelle. eel, Aal. or carp. Karpfen.
Incidentally, when Germans want to attract the attention of a waiter, they don't say, "Excuse me," but simply, Hallo? which may sound rather rude to you, but not to people in Germany. And now listen to this brief dialogue as a woman calls the waiter over to ask for Noch eine Karaffe. another carafe of wine, and also a bottle of still water. Hallo? Ja, bitte. Noch eine Karaffe Wein, bitte. Rot oder Rosé? Rosé. Okay. Und eine Flasche Mineralwasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne bitte. Alles klar. Kommt sofort. Finally, a very important expression when you've finished your meal. Die Rechnung bitte. The bill, please. Noch einmal dieser Ausdruck. Hören Sie zu und wiederholen Sie bitte. Die Rechnung bitte. Now here's another brief dialogue as the woman we heard just now calls for her bill and another coffee. Hallo? Ja, bitte. Noch einen Kaffee, bitte. Und die Rechnung. Noch einen Kaffee und die Rechnung? Sofort. Here's a useful expression if you're with someone and you want to pay separately. Wir möchten gern getrennt zahlen. We'd like to pay separately. Bitte hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie. Wir möchten gern getrennt zahlen. And so now, to cover charges, service charges, hidden charges, and so on. Well, in Germany at least, things like cover charges were abolished by law many years ago. And there are no hidden charges either, since everything must be indicated on the bill. There can't be any extras that aren't clearly itemized. Finally, in this section, we move on to the principal methods of payment. First, in cash, Bar. which is, of course, yet another one of our false friends. Of course, Bar? also means a bar in German. But you use exactly the same word when you pay cash. Bar zahlen. Incidentally, the noun cash is Bargeld. in German. The cash. Das Bargeld. But you don't have to pay cash in German cafes or restaurants. Most also accept a credit card. Eine Kreditkarte. When you want to pay by credit card, you have to say, Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Mit Kreditkarte. listen to the options again and repeat. Bar. Mit Kreditkarte. If you want to pay by card, you might want to ask the question, Nehmen Sie Kreditkarten? do you accept credit cards? Bitte üben Sie diese Frage einmal. Hören Sie sich den Satz an und wiederholen Sie ihn bitte. Nehmen Sie Kreditkarten? Sometimes, of course, there are problems with the food, with the service, with the bill, or even with how to pay. To illustrate that last problem, you're going to hear a scene between a waiter and two satisfied customers. Before the scene, some new words and phrases. Wie immer hören Sie die neuen Vokabeln erst auf Deutsch, dann auf Englisch, danach noch einmal auf Deutsch und dann wiederholen Sie bitte. Wir nehmen bestimmte Kreditkarten. We accept some credit cards. Wir nehmen bestimmte Kreditkarten. Das Essen war hervorragend. The meal was delicious. Das Essen war hervorragend. Dieses Restaurant ist sehr nett. This restaurant is very pleasant. Dieses Restaurant ist sehr nett. Here are those phrases again. Das Essen war hervorragend. Wir nehmen bestimmte Kreditkarten. Dieses Restaurant ist sehr nett. Und schließlich And finally, a reminder about the German for this. dieser, diese, dieses. With masculine singular nouns, use Dieser. Zum Beispiel, dieser Gasthof ist sehr nett. this inn is very pleasant.
With feminine singular nouns use diese. Zum Beispiel, wir nehmen diese Kreditkarte nicht. we don't accept this credit card. And with a neuter noun, it's Dieses. Zum Beispiel, dieses Restaurant ist sehr nett. this restaurant is very pleasant. Und jetzt hören Sie sich diesen Dialog an. Hallo? Ja, bitte? Die Rechnung bitte. Ja, gern. Sofort. Das Essen war hervorragend. Ja, es war sehr gut. Oh, vielen Dank. Oh, Liebling, dieses Restaurant ist wirklich sehr nett. Sehr, mein Schatz. Sehr nett. Bitte sehr, die Rechnung. Und die Preise sind auch sehr günstig, findest du nicht, Liebling? Oh ja, Liebling, sehr günstig. Liebling, hast du deine Kreditkarte dabei? Oh ja, natürlich. Nein, entschuldigen Sie bitte, aber... Nein? Was heißt nein? Wir nehmen diese Kreditkarte nicht. Wie bitte? Es tut mir sehr leid, aber... Wollen Sie sagen, dass ich nicht mit dieser Kreditkarte zahlen kann? Ja, leider. Wir nehmen bestimmte Kreditkarten, aber nicht diese. Das verstehe ich nicht. Sie nehmen Kreditkarten, aber nicht diese hier? So ist es. Wir können diese Kreditkarte nicht annehmen. Haben Sie vielleicht eine andere? Eine andere Karte? Ja, bitte. Nein. Wir haben nur diese Karte. Es tut mir sehr leid. Was machen wir jetzt? Liebling, hast du vielleicht Bargeld dabei? Nein, mein Schatz. Du? Nein, ich habe kein Bargeld dabei, Liebling. Oh dear, Mr. and Mrs. Darling Liebling. have got a problem. They've enjoyed a very good meal, only to discover that the restaurant does not take their credit card. It does accept credit cards, but not the particular card that Frau Liebling offers. Leider. Unfortunately, Weder Herr neither Herr noch Frau Liebling nor Frau Liebling haben eine andere Kreditkarte. is carrying another credit card. Leider haben weder Herr noch Frau Liebling eine andere Kreditkarte dabei. And neither Herr nor Frau Liebling is carrying any cash. Und weder Herr noch Frau Liebling haben Bargeld in der Tasche. Leider haben weder Herr noch Frau Liebling eine andere Kreditkarte dabei. Und weder Herr noch Frau Liebling haben Bargeld in der Tasche. So you can probably guess what happens next. But just in case, here are some words and phrases to help you understand. Wie immer hören Sie die neuen Vokabeln erst auf Deutsch und wiederholen Sie sie nach dem zweiten Mal. Folgen, To follow, folgen. Die Küche, the kitchen, die Küche. Der Tellerwäscher, the person who does the washing up in a restaurant. der Tellerwäscher. Die Spülmaschine, The dishwasher. die Spülmaschine. Und noch einmal alle neuen Vokabeln. Folgen, die Küche, der Tellerwäscher, die Spülmaschine. Und jetzt hören Sie bitte zu. Also, meine Herrschaften, bitte folgen Sie mir in die Küche. In die Küche? Ja, bitte sofort. Der Tellerwäscher ist krank. Er ist krank. Oh, Liebling. Und die Spülmaschine ist kaputt. Oh, Liebling. Und es gibt sehr viel Geschirr. Teller, Gläser, Tassen, Untertassen, Messer, Gabeln, Löffel, Teelöffel. Of course, that's a bit extreme. And these days, such a situation is unlikely to happen in towns and cities, where credit cards are almost universally accepted. However, in some smaller towns and villages, you may find some problems with credit cards. Wherever you are, the best thing to do is look at the window or door before you go in.
The credit cards that a restaurant will accept are usually displayed on a sticker outside. Or simply ask before you order. Hallo? Ja, bitte? Nehmen Sie Kreditkarten? Ja, wir nehmen alle Kreditkarten. Another potential problem in a restaurant is a mistake. Ein Fehler. A mistake with the bill. Mistakes, of course, do happen. And if you think there's a mistake in your bill, you can say, Ich glaube, da ist ein Fehler in der Rechnung. I think there's a mistake in the bill. Listen again and repeat. Ich glaube, da ist ein Fehler in der Rechnung. You can also say, Ich glaube, die Rechnung stimmt nicht. I think something is wrong with the bill. Ich glaube, die Rechnung stimmt nicht. And if you want to query the amount, Der Betrag. you can say, Dieser Betrag, wofür ist der? what's this amount for? Listen again and repeat. Dieser Betrag, wofür ist der? Before you hear those words and phrases in context, listen to them again. Ein Fehler. Ich glaube, da ist ein Fehler in der Rechnung. Ich glaube, die Rechnung stimmt nicht. Der Betrag. Dieser Betrag, wofür ist der? You'll also hear these words. Der Musiker. The musician, Die Musik. the music, Katzenmusik. caterwauling or racket. Und jetzt hören Sie bitte zu. Hallo? Ja, bitte? Ich glaube, da ist ein Fehler in der Rechnung. Ein Fehler? Ja, ein Fehler. Nein, ich sehe keinen Fehler. Doch, Nein, wo denn? dieser Betrag hier. Was ist das? Dieser Betrag hier? Ja, dieser Betrag. Wofür ist der? Oh, dieser kleine Betrag hier, der ist für den Musiker. Wie bitte? Für den Musiker. Ja, richtig. Für diesen Musiker. Ja, genau. Oh nein, das ist unmöglich. Ich bezahle kein Geld für diese Katzenmusik. Hans? Hans? Ja? Komm mal bitte her. Hier ist eine Dame, die deine Musik liebt. Wirklich? Oh, das ist wunderbar. Oh, ich verstehe. In der Rechnung ist kein Fehler. Ich bezahle den Musiker. Ich bezahle ihn. Of course, in actual fact, In Wirklichkeit, such extortion would never be allowed. However, there could be a misunderstanding if you order a dish which indicates a surcharge. ein Aufschlag, You may find this with certain side dishes. Beilagen. Or perhaps if you ask for a change of accompanying vegetable, or for more chips. Noch eine Portion Pommes, bitte. Another portion, Noch eine Portion. chips. Pommes. Another possible problem is a dirty knife or plate. You've already heard some of the language for cutlery and chinaware in the dialogue. Also, meine Herrschaften, bitte folgen Sie mir in die Küche. In die Küche? Ja, bitte sofort. Der Tellerwäscher ist krank. Er ist krank. Oh, Liebling. Und die Spülmaschine ist kaputt. Oh, Liebling. Und es gibt sehr viel Geschirr. Teller, Gläser, Tassen, Untertassen, Messer, Gabeln, Löffel, Teelöffel, Fritteusen. Now here's some of that language again. Hören Sie die Vokabeln erst auf Deutsch, dann auf Englisch, danach noch einmal auf Deutsch und dann wiederholen Sie bitte. Ein Messer, A knife, ein Messer. Eine Gabel, a fork, eine Gabel. Ein Löffel, a spoon, ein Löffel. Ein Glas, a glass, ein Glas. Gläser,
glasses. Gläser. Eine Tasse. A cup. Eine Tasse. Eine Untertasse. A saucer. Eine Untertasse. Ein Teller. A plate. Ein Teller. And 2 items of table linen. Ein Tischtuch. A tablecloth. Ein Tischtuch. Eine Serviette. A napkin or a serviette. Eine Serviette. Finally, a very useful expression if a machine or anything else is no longer working and out of order. Kaputt. Out of order or broken. Kaputt. To illustrate the potential problem of having a dirty knife or plate, here's another dialogue, an extreme example, using some of that new vocabulary, and also the words for clean Sauber. and for dirty. Schmutzig. One other word you'll hear is Ekelhaft. disgusting. Listen to those words again and repeat each one. Schmutzig. Ekelhaft. Sauber. You'll also hear 3 new phrases. Hören Sie sich jeden Satz an und wiederholen Sie ihn nach dem 2. Mal. Sie irren sich. You're wrong or you're mistaken. Sie irren sich. Gehen Sie nicht weg. Don't go. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie noch nicht weg. Don't go yet. Gehen Sie noch nicht weg. Here are those phrases again. Sie irren sich. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie noch nicht weg. And once again, remember also the words for this. Dieser, diese, dieses. Bitte hören Sie zu. Hallo? Ja, bitte. Sehen Sie dieses Messer? Ja, und? Es ist schmutzig. Sehen Sie das nicht? Schmutzig? Ja. Es ist nicht sauber. Nein? Nein. Oh, das tut mir leid. Hier ist ein anderes. Danke. Aber gehen Sie nicht weg. Bitte? Dieser Teller hier, Der Teller? er ist auch schmutzig. Nein. Wirklich? Sehen Sie. Es ist ekelhaft. Oh, das tut mir leid. Hier ist ein neuer. Gehen Sie noch nicht weg. Ist noch was? Oh ja, die Gabel. Die Gabel auch? Ja, und der Löffel. Oh nein. Nicht der Löffel. Aber ja! Also, bitte. Ich verstehe das nicht. Dieser Löffel ist sauber. Und die Gabel auch. Und der Teller auch. Alles ist sauber. Wie bitte? Sie sind schmutzig. Sehen Sie das nicht? Nein, Das ist unmöglich. Und sehen Sie dieses Glas? das Glas auch? Richtig. Es ist auch schmutzig. Aber nein, es ist sauber. Sie irren sich. Nein, Sie irren sich. Es ist schmutzig. Und die Tasse auch. Und das Tischtuch. Und die Servietten. Der ganze Tisch ist ekelhaft. Ah, Das stimmt nicht. das stimmt sehr wohl. Alles ist schmutzig und ekelhaft. Der Tisch, das Restaurant. Sie! Ich? Ja, Sie! Ich esse hier nicht. Auf Wiedersehen! Well, we did say it was an extreme example. Of course, if you're unlucky enough to have a problem in a cafe or restaurant in Germany, it could just be with the cooking. Die Zubereitung. But now it's time to move on to the food itself.
What exactly do people eat in restaurants? And don't think after all that talk about schnitzels that Germans don't eat anything else. Of course, you'll always find one or two schnitzel dishes on the menu in German restaurants. Zum Glück. Yes, fortunately. Because when schnitzel's good, it's delicious. Anyway, to find out what else Germans eat, we're going to return to Jane and Stefan. Sie sind gerade in der Straßenbahn auf dem Weg zum Augustinerhof. At the moment, they're in the tram on the way to the Augustinerhof. That's the restaurant where they're meeting Sonia for dinner. As they travel along, Jane looks through her phrase book for useful vocabulary about food and drink. Listen now as Stefan begins the conversation with the question, Was machen Sie da? "What are you doing?" Mittwoch, 29. September, 9:30 abends. In der Straßenbahn auf dem Weg zum Augustinerhof. Was machen Sie da, Jane? Ich suche die Ausdrücke. Where are they? I'm looking for phrases about food and restaurants. Ah, Sie suchen die Ausdrücke, die man braucht, wenn man im Restaurant essen will. Ja, genau. Oh, here we are. Mittagessen, Abendessen, Vokabeln. Oh, yes, this looks like it. Nein, Fleisch. 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 Das Fleisch. Meat. Fleisch, right. Let's see, what do I like in this lot? Chicken? Das Huhn. Oder auch das Hähnchen. Huhn. Duck. Ente. Die Ente. Die Ente, right. And what's this one here? Rindfleisch. Beef. Rindfleisch. Oh, right. Rindfleisch. Also, Huhn, Ente, Rindfleisch. Zum Beispiel? Oh, ich will Huhn essen. Nein, nicht ich will. Das ist nicht höflich. Wie sagt man das auf Englisch? Polite? Ja, genau. It is not polite. Wenn Sie in einem Laden sind... Laden? A shop? Wenn Sie in einem Laden etwas kaufen wollen, if you want to buy something in a shop, Ja. oder wenn Sie in einem Café oder Restaurant sind, dann ist es viel höflicher, wenn Sie ich möchte bitte sagen. Ich möchte bitte. Let's stop there for a moment and look at that last point again. When asking for something, especially in a shop, restaurant, and so on, the correct phrase is Ich möchte bitte. listen again and repeat. Ich möchte bitte. And a quick recap of the other new words you heard there. Das Fleisch, einem Laden, das Hähnchen, die Ente, höflich, das Rindfleisch, das Huhn, höflicher. We'll continue the scene in the tram now as Jane tests her knowledge of food words. Okay, test me. Aha, Sie wollen Ihr Wissen testen, ja? Ja, genau. Okay. Sagen Sie, I'd like to eat chicken. Auf Deutsch? Ah, well. Also nicht auf Japanisch. Let me see. Ich möchte bitte Huhn essen. Sehr gut. Und jetzt, I want to eat duck. Ich möchte bitte Ente essen. Sehr gut. Und jetzt, I don't like fish. Das ist schwer. Nein, das ist sehr leicht. Nein, not at all. Was heißt Fisch auf Deutsch? Also, das ist wirklich nicht schwer. Fisch heißt auf Deutsch auch Fisch. Der Fisch. Oh, gut. That's very easy. Even I remember this. Ich mag nicht den Fisch. Not quite. You don't say, ich mag nicht den in German. Instead you have to say, ich mag
keinen Fisch. Aber jetzt, was heißt I like beef? Oh, das heißt, ich mag Rindfleisch. Oh, bitte. Ja? Ich möchte bitte Rindfleisch essen. Das ist ausgezeichnet. Excellent. Jetzt können wir ins Restaurant gehen. Aber erst sind Sie mal wieder dran mit einer kleinen Übung. Bitte antworten Sie in der Pause und wiederholen Sie die richtige Antwort. Es geht los. Say in German, I like fish. Ich mag Fisch. Say, I don't like beef. Ich mag kein Rindfleisch. Say, I'd like a pizza. Ich möchte bitte eine Pizza. Say, I don't like chicken. Ich mag kein Huhn. And finally, say, I'd like an open ham sandwich, please. Ich möchte bitte ein Schinkenbrot. Last of all in this section, if you want to say that you don't like something a little more strongly than just, Ich mag kein you can use the verb hassen. to hate. And since we're talking about strong expressions, here's another verb going in the opposite direction, Lieben. to love or to adore. Hassen. To hate, Mögen. to like, Lieben. to love. Ich hasse Ente. Ich mag Rindfleisch. Ich liebe Fleisch. Du magst kein Schnitzel. Du hasst Pizza. Du liebst Wein. Er hasst Salat. Er mag Schokolade. Er liebt Apfelkuchen. Sie mag Cafés. Sie hasst Bars. Sie liebt Restaurants. Wir lieben Kartoffeln, wir hassen Bohnen, wir mögen Gurken. Ihr hasst Rollmops, ihr liebt Käse, ihr mögt Pommes frites. Sie lieben Eiersalat, sie hassen Sardellenfilets, sie mögen Bratkartoffeln. Sie hassen Mineralwasser mit Kohlensäure, sie mögen Bier, sie lieben Rotwein. Right, now that we've sorted out everyone's likes and dislikes, Wollen wir mal wieder sehen, was Jane in der Straßenbahn so macht. Oh, this is easy. Ein Steak. No prizes for guessing what that is. Möchten Sie ein Steak essen? Ja, ich will... Oh, Entschuldigung. Nein, ich möchte bitte ein Steak. Ein Steak? Steak. Aber natürlich. Und dann wird der Kellner fragen, und der Waiter will ask, wie möchten Sie Ihr Steak? What do you want? Nein, wie? How? How do you want it? Cooked. Genau. Or he will ask, er wird fragen, wie soll es gebraten sein? Gebraten? Ja, gebraten. Fried. Es gibt 4 Möglichkeiten. Roh, very rare. Englisch, rare. Halb durchgebraten, medium. Oder durchgebraten, well done. Depends, I suppose. Aber bitte nicht roh. Einverstanden. Und jetzt die Gerichte, the dishes. Rumpsteak mit Pommes frites.
That sounds like a good standby. Aber die deutsche Aussprache von Rumpsteak ist Rumpsteak. Why? It's an English word. Because the letter U is pronounced U in German. Rumpsteak. Und noch etwas. Don't just order Rumpsteak or steak. Always say ein Rumpsteak or ein Steak. Okay, if you insist. Rumpsteak und ein Steak. Well, someone seems to be very hungry. Das stimmt, ich habe Hunger. Reading about all this food makes me very hungry. Oh, what's this one? Meeresfrüchte, Seafood. Forelle, Trout, Hummer, lobster, Lachs. salmon. Right. Sie mögen keinen Fisch, nicht wahr? Well, not really. Oh, here's a useful section. Side dishes. Beilagen. And what's this? Oh, I see. Vegetables. Gemüse. Gemüse. Yeah. Zum Beispiel grüne Bohnen, Erbsen, Karotten, Blumenkohl, Pilze, Kartoffeln, Paprika. Well, as we said before, lists of food items could go on for days. Anyway, it's time now to return to Jane and Stefan. They're just arriving at the Augustinerhof, the restaurant where they're having dinner with Sonia. Before we join them there, here's some new vocabulary. Listen and repeat the German after you hear it the second time. First, the phrase, Kann ich Ihnen etwas abnehmen? Can I take your things? Kann ich Ihnen etwas abnehmen? Next, Mein Mantel. my coat. Mein Mantel. Und jetzt noch einmal die neuen Vokabeln. Mein Mantel. Kann ich Ihnen etwas abnehmen? Und jetzt zu Jane und Stefan, die mit der Straßenbahn zum Restaurant Augustinerhof gefahren sind. Sie sind gerade angekommen. Mittwoch, 29. September, 22:05 Uhr im Restaurant Augustinerhof. Guten Abend, die Herrschaften. Willkommen im Augustinerhof. Guten Abend. Wir haben einen Tisch bestellt. Ihr Name bitte? Bauer. Oh ja, ein Tisch für 3 Personen. Ja, genau. Kann ich Ihnen etwas abnehmen? Oh ja, bitte. Mein Mantel. Danke. So, Jane and Stefan have arrived at the restaurant, and Stefan has handed his coat to one of the restaurant staff. In a moment, we'll join them at their table. But first, some new words. Bitte hören Sie sich die neuen Vokabeln an und wiederholen Sie die Wörter und Ausdrücke nach dem zweiten Mal. Ein Aperitif. An aperitif. Ein Aperitif. Campari mit Orangensaft. Campari and orange. Campari mit Orangensaft. Ein Glas Sekt. A glass of German sparkling wine. Ein Glas Sekt. Prosecco. Prosecco. That's sparkling wine from northern Italy. Prosecco. Mein Regenschirm. My umbrella. Mein Regenschirm. Mein Hut. My hat. Mein Hut. Und noch einmal die neuen Vokabeln. Ein Aperitif. Campari mit Orangensaft. Ein Glas Sekt. Mein Regenschirm. Mein Hut. And finally, that sparkling wine from northern Italy, Aus Norditalien Prosecco. which is like sect, but made from the Italian Prosecco grape. Und jetzt zu unserem Gespräch mit dem Kellner. Guten Abend, die Herrschaften.
Möchten Sie einen Aperitif? Campari mit Orangensaft? Ein Glas Sekt oder Prosecco? Campari and orange, I know, but Sekt? Was ist Sekt? Sekt is, oh dear, I don't know. It's like champagne, Guten but... Abend. Ah, Sonja. Wie geht's? Guten Abend, Jane. Geht's gut? Ja, danke. Darf ich Ihnen etwas abnehmen? Oh, danke. Ja, bitte. Meinen Mantel, meinen Hut und meinen Regenschirm. Danke sehr. Ich bin gleich zurück. Vielen Dank. Sonja, was heißt Sekt? Sekt, auf Englisch? Ja, natürlich. Weiß ich nicht. Oh, Sonja. So, Sonia has arrived at the restaurant, but unfortunately she doesn't know what Sekt is in English. Before they find out, here are a few more words and phrases. Bitte wiederholen Sie die Vokabeln wie immer nach dem zweiten Mal. Champagner, Champagne, Champagner. Teuer, expensive, teuer. Zu teuer, too expensive, zu teuer. Schließlich, after all, schließlich. Das ist noch besser. that's even better. Das ist noch besser. Haben Sie gewählt? Are you ready to order? Literally, have you chosen? Haben Sie gewählt? Und noch einmal die neuen Vokabeln. Champagner, schließlich, das ist noch besser, teuer, zu teuer. Haben Sie gewählt? Hören Sie bitte zu. Es ist, it is like, Champagner. Champagne? Oh, I love champagne. Aber Sekt ist kein Champagner. Der ist zu teuer. Ja, natürlich ist Sekt kein Champagner. Das weiß ich auch. Er heißt ja schließlich Sekt und nicht Champagner. Jane, was sagt das Wörterbuch? Hier. Sie haben ein Wörterbuch? Sekt. S-E-K-T. Hier. Sparkling Wine. Sparkling wine? Natürlich heißt es Sparkling Wine. Gut, das wissen wir jetzt auch. Sekt ist Sparkling Wine from Germany. Sounds good. Aber Sie können auch Prosecco trinken. Das ist noch besser. What? She says Prosecco is even better. Prosecco? Ja, das ist, Sparkling Wine aus Italien. Aus Norditalien, to be precise. Prosecco ist sehr gut und sehr beliebt in München. Haben Sie gewählt? Ja, einen Prosecco für mich bitte. Jane, möchten Sie auch einen Prosecco? Nein, danke. Ich möchte ein Glas Sekt, bitte. Bravo, Jane. Und für mich bitte einen Campari mit Orangensaft. Ein Campari mit Orangensaft, ein Glas Sekt und ein Prosecco. Und hier die Speisekarte. Danke. So, the waiter has gone off to get the drinks, leaving Jane, Stefan and Sonia to study Die Speisekarte. what we would call the menu. There are just 2 more dialogues in this unit. Before the first of them, here's some rather important language. Bitte hören Sie sich die Wörter erst auf Deutsch an, dann auf Englisch und wiederholen Sie die Vokabeln nach dem zweiten Mal. Draußen, Outside, draußen. Merkwürdig, strange, weird, merkwürdig. Gestern, yesterday, gestern. Durch, through, durch. Das Fenster, the window, das Fenster.
Prost. Cheers. Prost. Er beobachtet uns. He's watching us. Er beobachtet uns. Und jetzt nochmal alle neuen Vokabeln. Merkwürdig. Draußen. Er beobachtet uns. Gestern. Durch. Das Fenster. Prost. Und jetzt zurück in den Augustinerhof. Yes. Jane, Stefan, and Sonia are studying the menu, trying to decide what to have for a starter. Als Vorspeise. Sonia, for instance, is considering a piece of garlic bread. Ein Knoblauchbrot. And then the waiter returns. Bitte hören Sie zu. Als Vorspeise nehme ich, glaube ich, ein Knoblauchbrot. Bitte sehr, die Herrschaften. Ah, die Aperitifs. Ihre Aperitifs. Einmal Campari mit Orangensaft, Danke sehr. ein Prosecco Danke. und ein Glas Sekt. Ah, danke. Nun, haben Sie gewählt? Oh nein, noch nicht. Okay, ich komme gleich noch einmal. Gut, dann wollen wir mal. Prost. Prost. Oh, ja, cheers. Nun, Jane, ist der Sekt gut? Ja, er ist sehr gut, danke. Das ist wirklich ein nettes Lokal, Sonja. Aber Aber was? ich weiß nicht. Dieser Mann. Dieser merkwürdige Mann. Wie bitte? What is it? Was ist? Stefan, was ist los? Dieser merkwürdige Mann. Von gestern am Stand. Wo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Nein, nein. Er ist nicht hier im Lokal. Er ist draußen. Draußen? Er beobachtet uns durch das Fenster. Nein, nicht uns. Er beobachtet Jane. Remember the man who left a message for Jane, phoned her at her hotel, and then turned up at the Champstyle stand? Dieser merkwürdige Mann von gestern am Stand. That strange man who was at the stand yesterday, well, now he's back again, and staring Durch das Fenster. through the window at Jane. Of course, that's the last thing anyone wants when they're about to settle down to a Glas Sekt. So Jane decides to do something about it. Before you hear the final part, here's an opportunity to listen again to some of the dialogues in this unit, beginning with Jane and Stefan in the tram on their way to the Augustinerhof. Mittwoch, 29. September, 21:30 Uhr. In der Straßenbahn auf dem Weg zum Augustinerhof. Was machen Sie da, Jane? Ich suche die Ausdrücke. Oh, where are they? I'm looking for phrases about food and restaurants. Ah, Sie suchen die Ausdrücke, die man braucht, wenn man im Restaurant essen will. Ja, genau. Oh, here we are. Mittagessen, Abendessen, Vokabeln. Yes, this looks like it. Nein, Fleisch. 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 Das Fleisch. Meat. Fleisch. Right. Let's see, what do I like in this lot? Chicken? Das Huhn oder auch das Hähnchen. Huhn. Duck? Ente. Die Ente. Die Ente, right. And what's this one here? Rindfleisch. Beef. Rindfleisch. Oh, right. Rindfleisch. Also, Huhn, Ente, Rindfleisch. Zum Beispiel? Oh, ich will Huhn essen. Nein, nein, nicht ich will. Das ist nicht höflich. Höflich. Wie sagt man das auf Englisch? Polite? Ja, genau. It is not polite.
Wenn Sie in einem Laden sind, Laden? Shop. Oh. Wenn Sie in einem Laden etwas kaufen wollen, if you want to buy something in a shop, Ja? oder wenn Sie in einem Café oder Restaurant sind, dann ist es viel höflicher, wenn Sie ich möchte bitte sagen. Ich möchte bitte. Okay. Test me. Aha, Sie wollen Ihr Wissen testen, ja? Ja, genau. Okay. Sagen Sie, I'd like to eat chicken. Auf Deutsch? Well, also nicht auf Japanisch. Let me see. Ich möchte bitte Huhn essen. Sehr gut. Und jetzt, I want to eat duck. Ich möchte bitte Ente essen. Sehr gut. Und jetzt, I don't like fish. Das ist schwer. Nein, das ist sehr leicht. Nein, not at all. Was heißt Fisch auf Deutsch? Also, das ist wirklich nicht schwer. Fisch heißt auf Deutsch auch Fisch. Der Fisch. Oh, good. That's very easy. Even I will remember this. Ich mag nicht den Fisch. Not quite. You don't say, ich mag nicht den in German. Instead, you have to say, ich mag keinen Fisch. Ich mag keinen Fisch. Aber jetzt, was heißt I like beef? Oh, das heißt, ich mag Rindfleisch. Oh, bitte. Ja? Ich möchte bitte Rindfleisch essen. Das ist ausgezeichnet. Excellent. Jetzt können wir ins Restaurant gehen. Well, nearly. Let's see what else we've got here. Oh, this is easy. Ein Steak. Möchten Sie ein Steak essen? Ja, ich will... Oh, Entschuldigung. Nein, ich möchte bitte ein Steak essen. Ein Steak, aber natürlich. Und dann wird der Kellner fragen, the waiter will ask, wie möchten Sie Ihr Steak? What do you want? Nein, wie? How? How do you want it? Cooked. Genau. Or he will ask, er wird fragen, wie soll es gebraten sein? Gebraten? Ja, gebraten, fried. Es gibt 4 Möglichkeiten. Roh, very rare. Englisch, rare. Halb durchgebraten, medium. Oder durchgebraten, well done. Depends, I suppose. Aber bitte nicht roh. Einverstanden. Und jetzt die Gerichte. The dishes. Ah, Rumpsteak mit Pommes frites. That sounds like a good standby. Aber die deutsche Aussprache von Rump Steak ist Rumpsteak. Why? It's an English word. Because the letter U is pronounced U in German. Rumpsteak. Und noch etwas. Don't just order Rumpsteak oder Steak. Always say ein Rumpsteak or ein Steak. Okay, if you insist. Ein Rumpsteak und ein Steak. Well, someone seems to be very hungry. Das stimmt, ich habe Hunger. Reading about all this food makes me very hungry. Oh, what's this one? Meeresfrüchte. Seafood. Forelle. Trout, Hummer. lobster, Lachs. salmon. Right. Sie mögen keinen Fisch, nicht wahr? Not really. Oh, here's a useful section. Side dishes. Beilagen. And what's that? Oh, I see. Vegetables. Gemüse. Gemüse. Zum Beispiel grüne Bohnen, Erbsen, Karotten, Blumenkohl, Pilze, Kartoffeln, Paprika. Mittwoch, 29. September, 22:05 Uhr. Im Restaurant Augustinerhof. Guten Abend, die Herrschaften. Willkommen im Augustinerhof. Guten Abend. Wir haben einen Tisch bestellt. Ihr Name bitte? Bauer. Oh ja, ein Tisch für 3 Personen. Ja, genau. Kann ich Ihnen etwas abnehmen? Oh ja, bitte. Mein Mantel. Danke.
Ein paar Minuten später im Restaurant. Guten Abend, die Herrschaften. Möchten Sie einen Aperitif? Campari mit Orangensaft, ein Glas Sekt oder Prosecco? Campari and orange, I know, but Sekt. Was ist Sekt? Sekt is, oh dear, I don't know. It's like champagne, but... Guten Abend. Ah, Sonja. Wie geht's? Guten Abend, Jane. Geht's gut? Ja, danke. Darf ich Ihnen etwas abnehmen? Oh, danke. Ja, bitte. Meinen Mantel, meinen Hut und meinen Regenschirm. Danke sehr. Ich bin gleich zurück. Vielen Dank. Sonja, was heißt Sekt? Sekt auf Englisch? Ja, natürlich. Weiß ich nicht. Oh, Sonja. Es ist, it is like Champagner. Champagne? Oh, I love champagne. Aber Sekt ist kein Champagner. Der ist zu teuer. Ja, natürlich ist Sekt kein Champagner. Das weiß ich auch. Er heißt ja schließlich Sekt und nicht Champagner. Jane, was sagt das Wörterbuch? Here. Sie haben ein Wörterbuch. Sekt. S-E-K-T. Hier. Sparkling Wine. Sparkling wine? Ah, natürlich heißt es Sparkling Wine. Gut. Das wissen wir jetzt auch. Sekt ist Sparkling Wine from Germany. Sounds good. Aber Sie können auch Prosecco trinken. Das ist noch besser. What? She says Prosecco is even better. Prosecco? Ja, das ist Sparkling Wine aus Italien. Aus Norditalien, to be precise. Oh. Prosecco ist sehr gut und sehr beliebt in München. Haben Sie gewählt? Ja, einen Prosecco für mich bitte. Jane, möchten Sie auch einen Prosecco? Nein, danke. Ich möchte ein Glas Sekt, bitte. Bravo, Jane. Und für mich bitte einen Campari mit Orangensaft. Ein Campari mit Orangensaft, ein Glas Sekt und einen Prosecco. Und hier die Speisekarte. Danke. Als Vorspeise nehme ich, glaube ich, ein Knoblauchbrot. Bitte sehr, die Herrschaften. Die Aperitifs. Ihre Aperitifs. Einmal Campari mit Orangensaft, Danke sehr. ein Prosecco Danke. und ein Glas Sekt. Ah, danke. Nun, haben Sie gewählt? Oh nein, noch nicht. Okay, ich komme gleich noch einmal. Gut, dann wollen wir mal. Prost! Prost. Oh, ja. Cheers. Nun, Jane, ist der Sekt gut? Ja, er ist sehr gut, danke. Das ist wirklich ein nettes Lokal, Sonja. Aber Aber was? ich weiß nicht. Dieser Mann, dieser merkwürdige Mann. Wie bitte? What is it? Was ist? Stefan, was ist los? Dieser merkwürdige Mann von gestern am Stand. Wo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Nein, nein. Er ist nicht hier im Lokal. Er ist draußen. Draußen? Er beobachtet uns durch das Fenster. Nein, nicht uns. Er beobachtet Jane. How did you get on with those dialogues? If you had any problems with any of the language or grammar, go back and review the relevant sections again. But if you had no problems, Können Sie mit dem Gespräch im Augustinerhof weitermachen. in this final dialogue, there's just one new word: Gefährlich. dangerous. Listen again and repeat. Gefährlich. Bitte hören Sie zu. Er beobachtet uns durch das Fenster. Nein, nicht uns. Er beobachtet Jane. Oh, this is ridiculous.
Was will er? Ich weiß es nicht, aber ich werde... I'll find out. Jane, bleiben Sie hier. Jane, er ist vielleicht gefährlich. Und damit sind wir am Ende von Lektion 10. And that's the end of Unit 10. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss! Lektion 10. Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 10 in unserem Deutschkurs. Yes, hello and welcome to Unit 10. In Unit 9 we were concentrating on restaurants, Restaurants oder Gasthäuser. as they're also called. We'll come back to them later in this unit, and of course to the meal at the Augustinerhof with Jane, Stefan and Sonja. But first, we're going to spend some time with German culture, and two other very important food and drink establishments. Next to the word for restaurant, the two most commonly used names for somewhere to eat and drink are Kneipe. Eine Kneipe. Die Kneipe. and a word you'll recognize instantly, Café. Ein Café. Das Café. This is a word that sounds similar to a word you may remember from Unit 3, when Die Bedienung im Hotel Hubertus Jane fragt, Möchten Sie Tee oder Kaffee? do you want tea or coffee? This time the word refers to the place. In addition to cakes, ice creams and snacks, cafes always serve coffee and tea, wine, beer and spirits. And if you're there in the morning, ein Café, is of course a very good place for having breakfast. This next word for a place for food and drink will probably sound familiar. Lokal. Ein Lokal. Das Lokal. A restaurant round the corner, your local restaurant, where they serve unpretentious, simple food. A place for traditional home cooking. Traditionelle Hausmannskost. So, what can you expect to eat? In einem Café, in einem Lokal oder in einer Kneipe. Here are some simple snacks to accompany a drink. For one thing, there's usually something that vaguely resembles an English sandwich, but it doesn't consist of two triangular slices of bread with something edible sandwiched in between. That English invention has become popular in Germany too, but most Germans still prefer the open sandwich variety called Ein belegtes Brot. an open sandwich, Ein belegtes Brot oder belegte Brote. if you're having more than one. Belegte Brote Are very popular, not only because Germans like to see what they're eating, but also because open sandwiches are easily prepared, and you can have them with dozens of different toppings. Some of the toppings you already know from Unit 3. Schinken. Ham, Ein Schinkenbrot. an open sandwich with ham on top. Wurst. Sausage, Ein Wurstbrot. an open sandwich with sausage on top, like Salami, Leberwurst, Teewurst, Blutwurst. salami, liver sausage, pork spread, black pudding. Not exactly suitable for vegetarians, but they don't have to despair. In every German restaurant, you normally also get Ein Käsebrot. an open sandwich with cheese. Sometimes Cafés und Kneipen. also offer something with a rather funny name. Ein Quarkbrot. That's the German variety of soft cheese. The word is probably related to the English word curd, and tastes a bit like Italian mascarpone. But it is definitely a typically German speciality. Quark. Quark is used in many different dishes in Germany, the most famous one being Käsekuchen. cheesecake, which should actually be called Quarkkuchen. because it's made with Quark. and not soft cheese as in Britain or the United States. Quark is very versatile. You can have Quarkbrot mit Schnittlauch zum Beispiel. an open sandwich with quark and chives on top. Well, that's delicious, and I guess rather healthy. Gesund. Healthy. As I said,
Germans use Quark for a variety of dishes, such as Quarkklöße, dumplings with Quark, Quarktaschen, a kind of Danish pastry with Quark, slightly similar to... Käsekuchen. And since we're talking about the sweet side of things, there are also several desserts made from Quark. Quarkspeise, Quark pudding, and so on and so forth. etc. pp. Is that what Germans say? Ja, etc. pp. And so on and so forth. But it isn't only in cafes and Kneipen that you get. Belegte Brote. Many Germans have them for supper at home because they still like to eat their main hot meal at lunchtime. Das Mittagessen. Lunch. We'll come back to that later. First, let's have a look at a menu in a typical German... Café oder Kneipe. There are many different kinds of salads. One thing common to many salads is... Kopfsalat. lettuce, also known as... Grüner Salat. But there's also lamb's lettuce, Feldsalat. rocket, Rucola. endive. Endiviensalat. All of these different salads can, of course, be served together in a bowl of mixed salad. Gemischter Salat. And now some other examples of salads on a German menu. One of them you know already. It's part of any German's staple diet, Kartoffelsalat. potato salad, either with vinaigrette dressing, Mit Essig und Öl oder mit mayonnaise. Mayonnaise. Other salads on offer are Tomatensalat. tomato salad, Gurkensalat. cucumber salad, Selleriesalat. salad made from celeriac, Maissalat. sweet corn salad, and, especially at Easter time, salad made from hard-boiled eggs. Eiersalat. Maybe we should practice those words now so that you won't have any problems when you're ordering a snack in a German cafe. Repeat each word after you hear it the second time in German. Kartoffelsalat. Potato salad, Kartoffelsalat. Tomatensalat. tomato salad, Tomatensalat. Gurkensalat. cucumber salad, Gurkensalat. Selleriesalat. celeriac salad, Selleriesalat. Maissalat. sweet corn salad, Maissalat. Eiersalat. hard-boiled egg salad, Eiersalat. Gemischter Salat. mixed salad. Gemischter Salat. Those salads are often served as side dishes to accompany a meat or fish dish. But there are others which you can order as your main meal, such as, Nizza-Salat oder Salat niçoise. as it's also called. This, of course, is a salad the Germans imported from France. It's very popular all over Germany, and as you may know, it consists of Kopfsalat. lettuce, tomatoes, Tomaten. green beans, Grüne Bohnen. tuna, Thunfisch. anchovies, Sardellenfilets. and egg. Ei. Das Ei. Ein Ei. Ein hart gekochtes Ei. A hard-boiled egg. Or if you use more than one, Eier. here are those ingredients for a salad niçoise again. Kopfsalat, Tomaten, grüne Bohnen, Thunfisch, Sardellenfilets und Eier. Now the ingredients for another popular salad, Wurstsalat. which consists of sausage. Wurst. But don't expect a solitary frankfurter on a bed of lettuce when you order a... Wurstsalat. Be prepared for a huge portion of thinly cut smoked pork sausage, looking a bit like spaghetti made from frankfurters. Add an onion, Eine Zwiebel oder Zwiebeln. if there's more than one, and don't forget Essiggurken. gherkins. And finally, of course, Essig und Öl. vinaigrette. But don't confuse an ordinary, Wurstsalat mit Schweizer Wurstsalat. which consists of all the previously mentioned ingredients, Wurst, Zwiebeln, Essiggurken, plus thinly sliced pieces of Swiss cheese. Schweizer Käse. Finally, the ingredients for a Griechischer Bauernsalat.
Greek salad. Again, there are tomatoes, onions, cucumber, Tomaten, Zwiebeln und Gurken, and iceberg lettuce, Eisbergsalat, green peppers, grüne Paprika, and most important, feta cheese, Feta-Käse, and of course, olives. Oliven, Here are those ingredients again. Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Eisbergsalat, Feta-Käse und Oliven. Many places will often serve quickly cooked or heated dishes such as Pizza oder Quiche, an individual pizza or a quiche. Another great favourite is Rührei, scrambled egg or Omelette, omelette, and its more filling variety, Bauernfrühstück, bacon and potato omelette. But often there's also fish, for example, Matjesfilet und Bismarck-Hering. both being excellent and inexpensive herring dishes. Matjesfilet ist auch in Skandinavien sehr beliebt. Fillet of Matjes herring is also very popular in Scandinavia. And Bismarck-Hering, is pickled herring named after Germany's first Chancellor, Reichskanzler Otto von Bismarck. who must have been a true lover of pickled herring because he's reported to have said, "If herring was as expensive as caviar, people would appreciate it much more." Wenn Hering genauso teuer wäre wie Kaviar, würden ihn die Leute weitaus mehr schätzen. Bismarck-Hering, Is sometimes also called, Rollmops, which is basically just a rolled up pickled herring, and it's usually served with fried potatoes. Bratkartoffeln. Und was trinkt man dazu? Yes, what can one drink with that sort of food? Was trinkt man dazu? Well, for one thing, there's always, Bier. sometimes simply called, Ein halbes. that's a large glass of draft beer, 50 centilitres or half a litre. If you want a smaller glass, you have to say, Ein kleines Bier bitte. literally, a small beer, please. But often Germans just say, Ein Bier bitte. when they order a glass of draft beer. Bier vom Fass. In German restaurants, people rarely ask for a specific brand of beer when they order. They just say, Ein Bier bitte. but if you don't like draft beer, you should ask for, Flaschenbier oder Bier aus der Flasche. that's a bottle of beer, which is normally more expensive. So the usual and cheaper thing to ask for is, Ein Bier bitte. if you want to be more specific about the amount of beer you want, you can say, Ein halbes. Ein halbes bitte. meaning half a litre of beer. If you want more than that, you can also say, a large glass of beer. Ein großes Bier bitte. But if you prefer a small glass of beer, Ein kleines Bier bitte. another useful word in this context is Ein helles. a lager, or Ein dunkles. a dark beer. There's also Ein Radler. a shandy. And if you want a glass of red table wine, you ask for, Ein Glas Rotwein. or Einen roten. literally a red one, a glass of red house wine. As well as most other alcoholic drinks, you can also order non-alcoholic drinks, including soft drinks, coffee, tea, herb teas and Kakao. hot chocolate. Und jetzt gehen wir auch mal in eine Kneipe. Sie heißt Zum scharfen Eck. Guten Tag, die Herrschaften. Was möchten Sie bitte? Ein Glas Rotwein, bitte. Einen roten, ja gern. Und Sie? Ein Radler bitte. Nein, ein halbes. Ein halbes? Ja, ein halbes. Gut. Ein halbes und einen roten. Kommt sofort.